Unsere heutige Tour startet am Calvinplatz. Ganz früher war das hier der Heumarkt. Heute ist es vor allem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier verlaufen die Metrolinien 3 und 4 sowie viele Bus- und Straßenbahnlinien. Hier beginnt der 9. Bezirk, offiziell Ferencváros, nach einem Habsburger Kaiser benannt. Das Viertel, das wir jetzt betreten, wird gerne auch als Quartier Latin von Budapest bezeichnet. Der Grund ist unter anderem diese Straße, durch die wir jetzt gehen, die Rádai utca. Im 18. Jahrhundert war das die Hauptstraße des neu gegründeten Stadtteils just außerhalb der Stadtmauern von Pest. Die Straße wurde jedoch im Laufe der letzten 20 Jahre verkehrsberuhigt und umgebaut. Sie ist heute vor allem Ausgehmeile mit vielen Cafés, Restaurants und originellen Kneipen, aber auch bekannt für zahlreiche Kulturfestivals. Selbst abends ist der 9. kein wirklich lauter Bezirk wie etwa der innere 7., den man auch als Partyviertel kennt. Ich bezeichne ihn daher gern als Standort für Erwachsenentourismus. Im Viertel sind aber auch viele Studenten und Familien zu Hause, ein, wie ich finde, sehr gesunder Mix. Historismus und Jugendstil prägen die Straße. Auch Star-Architekten der Jahrhundertwende wie Gyula Fodor und Miklos Ibl haben in dieser Straße Spuren hinterlassen. Ibl war normalerweise mit Großprojekten wie der Oper oder der Stephansbasilika beschäftigt. Aber auch für normale Wohnhäuser war er sich ganz offensichtlich nicht zu schade. Wer hier investiert, hat vor allem die Kurzzeitvermietung im Blick. Wenn wir uns die Dichte der Airbnb-Wohnungen anschauen, sehen wir ein recht großes Angebot. Das ist auch kein Wunder, denn man erreicht alles Sehenswerte in der Innenstadt quasi zu Fuß, hat die Donau nicht weit und wohnt dafür sehr schön und vergleichsweise ruhig. Die Preise liegen bei 50 bis 100 Euro pro Nacht und Zimmer. Überraschenderweise gibt es hier praktisch keine Hotels, sodass man kaum eine andere Wahl hat. Ein möglicher Grund könnte die Bauordnung sein, die Mitte des 19. Jahrhunderts als Konsequenz einer katastrophalen Flut verfasst wurde. Es durfte nicht höher als 3 Etagen gebaut werden, auch gab es Mindestanforderungen an die Stabilität. Die neuen Bauten sollten dafür geschaffen sein, Jahrhunderte zu überdauern. Dieses hier feiert zum Beispiel gerade seinen 150. Geburtstag. Eine kleine Wohnung mit 2 bis 4 Betten kann in dieser Gegend locker brutto zwischen 800 und 2000 Euro im Monat einbringen. Im November und Februar sind es eher weniger, im Mai bis September, aber auch im Dezember eher mehr. Wir nähern uns jetzt einem kleinen, aber besonderen Platz, der erst im letzten Jahr vollständig renoviert wurde, der Bakatschplatz. Im Zentrum steht eine katholische Kirche und der Ort strahlt eine Ruhe und Würde aus, die mich jedes Mal berührt. In direkter Nachbarschaft sind sehr gute Bäckereien, Cafés, das Goethe-Institut und die bekannte Jedermann-Jazzkneipe. Es fühlt sich an wie ein Konzert im Wohnzimmer und hat eine tolle Atmosphäre. Wenn wir die Rádai weitergingen, kämen wir gleich zum Boulevard mit den Straßenbahnlinien 4 und 6. Übrigens die Strecke mit den höchsten Fahrgastaufkommen weltweit. Der Boulevard trennt den inneren vom äußeren 9. Bezirk. Wir aber gehen in Richtung Donau und stellen fest, dass die Rádai-Straße kein Monopol auf schöne Altbauten hat. Noch etwas weiter und wir sind in einem kleinen Park an der Donau. Stromaufwärts Richtung Norden geht es entlang des Ufers. Auf der anderen Seite sehen wir den riesigen Komplex der 240 Jahre alten Universität für Wirtschaft und Technologie. Daneben die Gellert-Therme und ganz hinten die Zitadelle mit der ungarischen Version der Freiheitsstatue. Rechts von uns ist das Ausstellungszentrum Valna, der Wal. Wir sind immer gerne hier, um bei leichter Brise in der Sonne zu entspannen.
Weiter geht es. Rechts ist das zentrale Gebäude der Corvinus-Universität für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Im 19. Jahrhundert war das hier das Zollhaus und alle eintreffenden Waren mussten hier durch. Von 10.000 Studenten der Corvinus kommen 2.000 aus dem Ausland. Somit ist auch hier vor Ort beträchtlicher Bedarf für studentischen Wohnraum, meist in Form von WG-Zimmern. Damit sind wir an der Freiheitsbrücke angekommen, 1896 zur Jahrtausendfeier Ungarns fertiggestellt. Hier grenzt der 9. an den 5. Bezirk. Das ist der mit Parlament und Basilika und Riesenrad und allem, was Touristen unbedingt sehen müssen. Auf der Liste steht auch immer die große Markthalle, die natürlich direkt neben dem Zollamt erbaut wurde und damit einst der wichtigste Umschlagplatz für Waren und Lebensmittel in der Hauptstadt war. Wir nähern uns dem Ende der Tour und der Frage, welches Café ich heute ansteuere. Gar nicht so einfach, aber ich entscheide mich fürs Bagheri. Dort treffen die besten Croissants der Stadt auf wirklich guten Cappuccino. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Vielleicht gibt dir das ja den nötigen Anstoß, deine nächste Städtereise nach Budapest zu planen. Es wäre schön, wenn wir uns dann sehen. Bis dahin, alles Gute.